Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Werner Watches. Heute geht es um die Girard-Perregaux Laureato, ein Modell, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und all ihre Feinheiten, die Geschichte und warum ich die Uhr so gerne mag. Viel Spaß! Bevor wir anfangen, möchte ich mich erstmal beim Babacho, der Babacho Lounge hier in Frankfurt am Main bedanken. Wir haben hier das allererste Video drehen dürfen, die erste Videoreihe sogar, und sind hier heute wieder zu Gast. Es macht jedes Mal sehr viel Spaß. Tolle Zigarren, super Getränke und ein super Drehort natürlich auch. Vielen Dank. Fangen wir an. Man muss sich die Girard-Perregaux Laureato ja wirklich nur einmal anschauen und man sieht, sie ist ein Kind der 70er Jahre. Das Integrated Bracelet Design kommt aus der Riege der Royal Oak, Nautilus und Co. Und die Uhr gehört wirklich mit zu den Big Playern. Was viele aber nicht wissen, ist, dass die Uhr 1975 schon vorgestellt wurde. Wir erinnern uns, die Royal Oak wurde 1972 vorgestellt, die Nautilus aber erst 76. Das bedeutet, die Vacheron Constantin 222 übrigens, glaube ich, erst 78 oder so. Das bedeutet, Girard-Perregaux war schon sehr früh dabei und hat diesen Trend schon sehr früh gerochen. Das muss man ihnen ehrlich gesagt bis heute zugutehalten. Sie haben das auch dann sehr schnell umgesetzt, nicht zuletzt, weil die Uhr 75 schon auf den Markt kam. Designt wurde die erste Generation, die 1975 auf den Markt kam, übrigens von einem italienischen Designer, nicht von Gerald Genta, wie man denken würde, sondern von Adolfo Natalini. Das ist ein Mailänder Architekt gewesen, der die im Auftrag von Girard-Perregaux gezeichnet und dann eben designt hat. Die erste Generation der Girard-Perregaux Laureato ist ehrlich gesagt heutzutage ein bisschen in die Jahre gekommen. Sie ist sehr klein, es gibt sie nur als Quarz-Variante und, wenn man mal ganz ehrlich ist, wirklich gefällig ist sie auch nicht. Sie war auch kein großer Verkaufserfolg, gemessen jetzt an den Erfolgen der Royal Oak und der Nautilus. Was dazu führt, dass, und das ist aber was Schönes für uns Sammler alle, dass man die erste Generation der Girard-Perregaux Laureato doch wirklich noch zu recht fairen Preisen bekommt. Also man findet noch regelmäßig Modelle im dreistelligen Bereich teilweise. Man muss ein Stück weit aufpassen, die Quarzwerke sind recht anfällig, das sind meistens Manufakturkaliber. Ich glaube sogar immer, soweit ich weiß. Girard-Perregaux hatte schon recht früh einen Quarzkaliber, was dazu führt, dass wenn mal was defekt ist, die Ersatzteilthematik komplex wird. Es sind aber wunderschöne Uhren und da kann man wirklich noch Schnäppchen machen, das kann man so festhalten. Viel spannender wird es dann aber, wenn wir in die zweite Modellgeneration der Laureato gehen. Die wurde dann in den 90er Jahren, späte 90er Jahre vorgestellt und da habe ich hier zwei Modelle da. Ich freue mich sehr, die hier wieder vor mir liegen zu haben. Die eine, die Drei-Zeiger-Variante, gehört tatsächlich mir privat. Das ist meine private Uhr. Die habe ich heute Morgen noch aus dem Schließfach geholt. Die andere, die 8017, das ist dann der Chronograph, die ist aktuell bei mir im Shop. Die könnt ihr natürlich auch erwerben. So, fangen wir an. Die vierstelligen Referenzen, heißt 8010 und 8017, waren, muss man sagen, für die 90er Jahre wirklich, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage groundbreaking. Wir haben bei der 8010, der Drei-Zeiger-Variante, ein Ultra-Thin-Modell, was mit um die 8 mm, sogar einen halben Millimeter war es, wenn ich mich recht erinnere, schmaler war als die Royal Oak Ultra-Thin. Wir haben außerdem ein wunderschön verarbeitetes Gehäuse mit einer, ich sag mal, Besonderheit. Die meisten Modelle dieser Integrated Bracelet, ich sag mal Kollektionen, Royal Oak, Nautilus und Co. hatten einen Längsschliff. Das bedeutet, die Bürstung auf dem Gehäuse verlief mit der Laufrichtung des Bandes. Die Laureato hat das schon von Anfang an anders gemacht und hatte einen Querschliff. Das klingt jetzt erstmal nach einer Kleinigkeit. Den Schliff, den erkennt man ja jetzt auch nicht sofort. Und ja, es wirkt erstmal wie eine Kleinigkeit, aber es verändert den Charakter der Uhr grundlegend. Das ist wirklich so. Es macht die Uhr irgendwie, ich würde sagen, sportlicher, ein bisschen legerer, gleichzeitig besonderer und, weil wir die polierten Mittelglieder haben, die recht groß sind, wirkt der Kontrast zu einem Längsschliff, zu einer Längsbürstung nochmal deutlich stärker. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen Interpretationsspielraum, aber ich finde wirklich, das macht so rum sehr viel Sinn und das ist meiner Meinung nach oder meines Wissens nach die einzige Uhr aus dieser Haute Horlogerie Integrated Bracelet Richtung, die diesen Querschliff eben hat. Die 8010, also die Dreizeiger-Variante, ich sagte eben schon ultra thin, also trägt sich wirklich wahnsinnig gut, ist mit 36 mm auch toll proportioniert, also macht wirklich sehr viel Spaß. Man kennt die 36 mm ja von der Rolex Datejust zum Beispiel. Die Uhr trägt sich aber ganz anders. Ich will jetzt nicht sagen größer, aber
Ja, ehrlich gesagt doch ein Stück größer, wie das bei solchen integrierten Armbändern einfach immer der Fall ist. Ansonsten haben wir die polierte, achteckige Lünette. Ja, man würde jetzt denken, sie, erinnere zu stark an die der Royal Oak. Das ist aber nicht der Fall, denn wir haben so eine Art zweistufige Lünette. Wir haben einen runden Kern der Lünette und dann darauf gesetzt dieses Achteck. Und das, finde ich, ist schon auch da wieder eine sehr kreative, Art, mit diesem Integrated Bracelet umzugehen und natürlich dann bei der zweiten Generation auch eine Hommage an die erste Generation, bei der man auch schon die achteckige Lünette hatte. Insofern, ihr könnt es euch vorstellen, über die 8010 könnte ich jetzt stundenlang sinnieren, weil es meine private Uhr ist. Ich verbinde damit auch viele wirklich positive Erinnerungen. Und wenn ich mir überlege, dass Royal Oak oder Nautilus-Modelle aus der Generation wirklich gerockt sind oft und auch viel zu teuer sind meiner Meinung nach, dann macht die Uhr hier wirklich viel Spaß und ist ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Weiter machen wir dann mit der 8017, dem Chronograph. Der ist ein ganzes Stück größer, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Mit 40 mm ist der schon ein Kracher, aber, und das ist das Thema, ich finde, bei Chronographen macht die Größe Sinn. Wenn man zum Beispiel mal auf die Vintage-Chronographen aus den 30er und 40er Jahren guckt, dann können wir schon da feststellen, dass die regelmäßig 4 oder 5 mm größer waren als vergleichbare Dreizeigeruhren. Woran liegt das? Die Ablesbarkeit muss gegeben sein, ist ja klar. Bei einem Chronograph hat man Totalisatoren, die deutlich kleiner sind. Die heißt ja nicht zuletzt auch Subdials, also kleinere Ziffernblätter. Und um die wirklich ablesen zu können, um die sinnvoll zu gestalten, macht der größere Durchmesser von 40 mm wirklich viel Sinn. Eine weitere Besonderheit der zweiten Generation ist das tatsächlich wahnsinnig hochwertig verarbeitete Band. Wir nehmen das bei den Modellen der Royal Oak und der Nautilus, vor allem der Nautilus aus den Baujahren war. Die Bänder sind teilweise nur einzeln verstiftet und das ist wirklich meiner bescheidenen Meinung nach nicht wie eine Haute Horlogerie-Uhr bzw. das Band einer solchen verarbeitet sein sollte. Bei der zweiten Generation der Laureato, der 8010 und 8017 hingegen, haben wir ein doppelt verschraubtes Band. Das bedeutet, das Band ist von beiden Seiten verschraubt und in der Mitte ist noch ein einzelner Steg. Das ist eine wahnsinnig hochwertige Konstruktion, die dafür sorgt, dass die Uhr auch kaum Spiel entwickelt. Also obwohl einige der Uhren schon recht stark getragen wurden, haben die Bänder regelmäßig sehr, sehr wenig Spiel, einfach wegen der tollen Konstruktion. Alternativ oder ansonsten haben wir auch noch eine tolle Faltschließe, einfache Faltschließe. Das reicht aber noch nicht. Also man sieht es hier, die ist toll gearbeitet, immer noch sehr satt. Die hat dann aber noch einen wunderschönen Sicherungsbügel. Warum ist der so toll? Der Sicherheitsbügel und vor allem das zentrale Element dieses Sicherheitsbügels sieht so aus, als sei es quasi einfach nur ein weiteres breites Glied. Da steht dann GP drauf, also Girard-Perregaux, sichert aber die einzelne Faltschließe vor dem Aufgehen. Das bedeutet, wir haben wirklich eine ganz, ganz raffinierte Bandkonstruktion, sorgt gleichzeitig dafür, dass man das Band auch sehr bequem tragen kann. Die polierten Mittelglieder habe ich ja schon angesprochen. Also overall wirklich eine ganz, ganz tolle Uhr. Die Ziffernblätter der zweiten Generation sind außerdem wahnsinnig hochwertig gefertigt. Sie erzeugen den Eindruck eines Guilloche-Finishes. Das ist es tatsächlich nicht. Das ist gestanzt, wie bei den meisten Uhren dieser Riege. Wunderschön ist es nichtsdestotrotz. Es macht wahnsinnig viel Spaß, das anzusehen. Es changiert toll im Licht und macht mega viel Spaß. Die zweite Generation wurde außerdem in sehr geringen Stückzahlen produziert. Die 8010, also die Dreizeigeruhr, ist zwar durchlaufend nummeriert, man weiß aber leider nicht genau, wie viele Modelle produziert wurden. Man weiß, dass die letzte bekannte in den 700er Seriennummern ist. Das heißt, man geht davon aus, dass es maximal 780 Stück ungefähr gibt. Es kann natürlich sein, dass auch die 800. oder so nochmal auftaucht. Ich würde aber mit viel Selbstbewusstsein behaupten, dass es nicht mehr als 800 Stück der Laureato Generation 2 Dreizeiger-Variante gibt. Der Chronograph hingegen ist durchnummeriert auf 999 Stück, limitiert. Und auch hier reden wir, genau wie bei der Dreizeiger-Variante, von allen Material- und Ziffernblattvarianten übergreifend. Das bedeutet, wir haben Stahl, Stahlgold und Vollgoldmodelle und verschiedene Ziffernblattfarben, weiß, blau, grau. Das bedeutet, wenn man das mal runterbricht auf die einzelnen Modelle, ist wirklich davon auszugehen, dass zum Beispiel die blaue Stahl 8010 maximal 100 bis 150 Mal existiert. Der weiße Chronograph 200, 250 Mal in Stahl. Wir reden also von wirklich, wirklich seltenen, aber natürlich auch hochwertigen Uhren. In der Mitte der 2010er Jahre stellte dann Girard-Perregaux die neuen Varianten der Laureato vor. Man muss sagen, im Geiste der Zeit wurden die Uhren natürlich ein ganzes Stück größer. Die Dreizeiger-Variante wurde in 42 vorgestellt, später kam noch ein 38er-Modell. Der Chronograph war auch sehr, sehr groß mit 42. Es gab auch noch eine 44er-Variante, wenn ich mich da jetzt nicht irre.
Das heißt, die Uhren wurden echt so ein Stück aufgeblasen, aufgepumpt, sind sehr, sehr groß geworden und ich muss gestehen, mir hat das Update nicht gefallen. Zumindest bin ich der Meinung, dass die Uhren nicht mit der Glorie der zweiten Generation mithalten können. Nichtsdestotrotz muss man sagen, sowohl die Dreizeiger-Variante als auch der Chronograph sind, wenn man Bang per Buck, also Preis-Leistung rechnet, wahnsinnig tolle Uhren. Ich meine, ich hatte mir am Anfang schon Mühe gegeben, euch zu erklären, dass die Uhren wirklich ganz, ganz nah dran sind, was Qualität, aber auch was den Ruf angeht an Royal Oak und Co. Und wenn man sich dann die Listenpreise, geschweige denn die Graumarktpreise der neuen Royal Oaks und Nautilus vor Augen führt, dann sind die Listenpreise von ungefähr 13.000 bis 14.000 Euro der neuen Laureato als Dreizeiger wirklich, wirklich fair. Die Uhr macht wahnsinnig viel Spaß, ist so eine Art Hidden Gem. Man kann auch noch Glück haben und sie zum Listenpreis bekommen. Das ist nicht mehr so leicht wie noch vor einigen Jahren, aber es geht, es ist möglich. Und ich finde, preis-leistungstechnisch sind das wahnsinnig tolle Uhren. Also wenn man die mal gegenrechnet, so gesehen, gegen eine Submariner beispielsweise, gegen ein Stahlgold GMT-Modell oder so, dann haben wir hier einen echten Preis-Leistungskiller, der in seinen Grundzügen tatsächlich auch noch an die zweite Generation erinnert. Also wir haben ebenso die achteckige Lünette, die auf dem runden Untergrund ist. Wir haben die polierten Mittelglieder und den Querschliff. Ansonsten muss man der Ehrlichkeit halber sagen, das Band ist nicht gerade besser geworden. Es ist vielleicht nicht unbedingt schlechter geworden, aber auf jeden Fall deutlich weniger raffiniert. Wir haben eine ganz einfache doppelte Faltschließe. Wir haben ein ganz einfaches geprägtes GP-Logo auf einem der Endlings. Also die Uhr macht Spaß, aber sie, ja, ich würde mal unterstellen, dass sie mit der Glorie, wie ich eben schon sagte, der zweiten Generation nicht mithalten kann. Eine ganz besondere Uhr der dritten Generation haben wir hier aber noch, und zwar den Aston Martin Limited Chronograph. Das ist ein Chronograph der dritten Generation der Girard-Perregaux Laureato, der in Zusammenarbeit mit Aston Martin, wie eben erwähnt, produziert wurde. Wunderschön verarbeitetes grünes Ziffernblatt, sehr viel sportlichere Zeiger und limitiert auf 188 Stück. Beim Chronograph, anders als bei der Dreizeiger-Uhr, ich hatte es zu Beginn bei der zweiten Generation schon erwähnt, macht die Größe aber auch einfach mehr Sinn. Wie gesagt, die Totalisatoren sorgen einfach dafür, dass man sagt, ja, die Größe macht Sinn, die Ablesbarkeit muss gegeben sein und so macht das auf jeden Fall ein ganzes Stück mehr Spaß als bei der Dreizeiger-Variante. Es muss aber natürlich nicht immer der limitierte Aston Martin Chronograph sein, der doch sehr gefragt ist. Ich meine, 188 Stück ist wirklich nicht viel. Es gibt die Uhr natürlich auch als normalen Chronograph und macht auch so sehr, sehr viel Spaß. Generell finde ich, die Girard-Perregaux ist eine Uhr, der Chronograph, also die Girard-Perregaux Laureato ist eine Uhr, der Chronograph sehr gut steht. Ich finde, es gibt Modelle, ehrlich gesagt nicht zuletzt auch die Royal Oak, wo der Chronograph nicht ganz so toll integriert ist, nicht ganz so viel Sinn macht im Design. Bei der Laureato macht das, finde ich, ein ganzes Stück mehr Sinn. Insofern würde ich wahrscheinlich, wenn ich mir privat eine moderne Laureato kaufen würde, den Chronograph tatsächlich wählen. Die Aston Martin Sonderedition ist natürlich was ganz Besonderes und ich bin total froh, sie jetzt hier mal in den Händen halten zu dürfen. Das ist tatsächlich eine absolute Seltenheit. So ihr Lieben, das war's schon mit dem Video. Wie ihr vielleicht hört, ist es jetzt hier im Babacho ein bisschen lauter geworden, ein bisschen voller geworden. Es ist Zeit für uns zusammenzupacken, eine Zigarre anzuzünden und einen Whisky zu trinken. Ich hoffe, dieses kleine Overview über die Girard-Perregaux Laureato-Reihe hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr euch in das eine oder andere Modell ja verliebt. Die 8010, das ist meine, die ist nicht verfügbar. Die anderen Modelle stehen aber allesamt zum Verkauf. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, meldet euch sehr, sehr gerne. Wie gesagt, es ist ein kleiner Overview nur gewesen. Vielleicht habt ihr euch in die Kollektion oder in ein einzelnes Modell verliebt. Ich freue mich sehr, dass ihr so lange dran geblieben seid. Liken und abonnieren natürlich nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!